Jetzt mal ehrlich, sind Selbstexperimente Zeitverschwendung? Ich bin Josef und nach jedem Video fragt ihr mich. Heute berichte ich euch von den Langzeitwirkungen der letzten 10 Selbstexperimente und was davon ich heute noch mache. Im Grunde wie jedes Jahr. Ich habe versucht, 1 Monat lang nichts mehr aufzuschieben. Erstmal Respekt. Mit guter Planung, einer realistischen Arbeitsmenge und ausreichend Pausen habe ich es dann auch tatsächlich geschafft. Aber länger als 1 Monat ist es unmöglich, oder? Es funktioniert nach wie vor. Aber auch nur, weil ich bei diesem Experiment 3 wichtige Dinge gelernt habe. Realistische Planung. Das mag albern klingen, aber schreibt euch To-Do-Listen mit maximal 3 realistischen Aufgaben. Keine Wunschlisten. 3 schaffbare Dinge. Alles, was darüber hinausgeht, sorgt für Stress. Vor allem, wenn eine Aufgabe wesentlich mehr Zeit in Anspruch nimmt, als ihr dachtet. Und das passiert viel zu schnell. Also lieber weniger planen als zu viel. Macht rechtzeitig Pausen. Macht Pausen, bevor ihr Pausen braucht. Wenn der Körper sich meldet, ist es bereits zu spät. Wir haben die Grenze längst erreicht und das ist auf Dauer ungesund. Also plant genug und rechtzeitig Pausen ein. Lieber eine Pause mehr als nötig und in den Pausen versuche ich immer etwas zu tun, was nichts mit Bildschirmen oder meiner Arbeit zu tun hat. Und jetzt mein absoluter Favorit, reduziert Erreichbarkeit. Wir sind heutzutage maximal erreichbar. Ich antworte nur noch montags und freitags auf E-Mails und während der Arbeit auch gar nicht mehr auf Nachrichten. Einer meiner Nummer 1 Zeitkiller sind Nachrichten und E-Mails. Mails beantworte ich nur noch an 2 Tagen pro Woche. Dafür habe ich sogar einen Hinweis in jeder Mail, die ich rausschicke, damit mir das als Selbstständiger nicht auf die Füße fällt. Und da ich das jetzt seit fast einem Jahr mache, kann ich sagen, funktioniert. Meine Kundinnen und Kunden wissen es und kontaktieren mich entsprechend. Und ich liebe es, meine Mails an den anderen Tagen zu ignorieren. Und wenn es einen Notfall gibt, kann man die immer noch anrufen. Meine tägliche Aufgabenliste ist kürzer. Ich schreibe jeden Tag auf eine einfache Karteikarte 3 super konkret benannte Aufgaben. Meine E-Mails sind keine Zeitfresser mehr, da es 2 klare Tage mit festen Zeitfenstern für sie gibt. Und ich achte auf Pausen, bevor ich wollte wissen, wie sich meine Zeitwahrnehmung verändert, wenn ich jeden Tag 1 Stunde auf eine weiße Wand starre und nichts tue. Absolute Reizarmut. Klingt langweilig? Soll es auch sein. Herausgekommen ist ein virtuoses Video und eine Woche, in der ich 7 Stunden lang absolut nichts getan habe, außer auf Weiß zu schauen. Ich habe es erst gehasst, dann respektiert und am Ende wirklich geliebt. Wer unter euch meditiert, wird auf diese Art seine eigene Portion Nichtstun gefunden haben. Aber die klassischen Meditationsformen funktionieren für mich auch nach über einem Jahr regelmäßiger Übung mit Anleitung nicht mal ansatzweise so gut wie das Starren auf eine weiße Wand. Und was hat's gebracht? Ich setze mich auch weiterhin jeden Tag bewusst Langeweile aus. Spätestens nach 90 Minuten Arbeiten gibt es eine 10-minütige Pause, in der ich einfach nur auf eine weiße Wand starre, wenn ich im Büro bin. Unterwegs versuche ich mindestens einmal am Tag möglichst nichts zu sehen und zu hören und ich genieße es nach wie vor sehr. Es hilft mir insgesamt auch ein bisschen weniger, an meinem Smartphone zu hängen. Ein Experiment, das euch gespalten hat. Einige von euch nehmen nie ihr Smartphone mit auf die Toilette, andere können es sich ohne nicht mehr vorstellen. In diesem Experiment habe ich gelernt, wie krank uns Doomscrolling machen kann, wie viel Fake. Okay, ich mach's kurz. Meine Toilettenbesuche finden nach wie vor ohne Smartphone statt. Das Experiment war also sehr effektiv. Meine später Ansehenliste hat aktuell übrigens 58 Videos. Dieses Experiment ist also damit gescheitert, reden wir nicht länger drüber. Ich bin überall allen entfolgt, um herauszufinden, ob ich mich ausgeschlossen fühle, wenn ich nicht mehr täglich mitbekomme, was alle so machen in ihrem tollen Leben. Und der Effekt war sehr nachhaltig. Ich folge nach wie vor nur einer bestimmten Auswahl an Menschen, habe Instagram, Twitter und YouTube nicht mehr als Apps auf meinem Smartphone und meine Nutzung der Seiten ist auf 60 Minuten gesunken. Pro Woche. Das hatte ich vorher locker am Tag pro Plattform. Da habe ich sehr viel Zeit damit verbracht, mich mit anderen zu vergleichen und das macht mich nicht glücklich. Ein sehr erfolgreiches, nachhaltiges Experiment für mich auf jeden Fall und die neue freie Zeit habe ich dann mit Arbeiten verbracht. Ich habe 1 Monat lang 100 Stunden pro Woche, also 400 Stunden pro Monat gearbeitet. Zum Glück, und dafür bin ich echt dankbar, muss ich das nicht weitermachen. Es war mein erstes Experiment mit nachhaltigen, negativen körperlichen Auswirkungen, also wo ich es wirklich lange Zeit später noch gespürt habe. Umso schöner war dann der zweite Teil des Experiments. Ich habe halbiert und 1 Monat lang nur 25 Stunden pro Woche, also 100 Stunden im Monat gearbeitet. Und ihr habt nach den positiven Ergebnissen auf Körper und Geist sehr oft gefragt, ob ich als Selbstständiger mir diesen Luxus weiterhin leiste. Und die Antwort ist ja. Erstmal hat sich einiges an meinem Arbeitsverhalten geändert. Das ist automatisch passiert. Ich arbeite sehr viel effizienter. Ich entscheide sehr viel klarer, was meine Zeit wert ist und ignoriere Zeitverschwendung gekonnt, wenn ich sie identifizieren kann. Das fängt bereits morgens an. Ich fange sofort mit der Arbeit an, ohne zu trödeln. Kein Social Media. Außer es ist Teil der Arbeit und dann sehr konzentriert und mit klarem Fokus. Ich habe die Uhr immer im Blick und versuche nie länger als 30 Minuten zu überziehen und mache trotzdem genug Pausen.
alle 90 Minuten 10 Minuten Pause. Also 30 Minuten Pause auf 5 Stunden Arbeitszeit. Meine Effizienz hat einerseits mit dem Zeitdruck zu tun, andererseits bin ich aber auch einfach sehr viel motivierter, weil ich weiß, dass ich bald Feierabend habe. Ja, natürlich gibt's Ausnahmen und zwar gar nicht so selten. Drehtage am Filmset und Tage, an denen ich Seminare oder Workshops für Filmschulen oder Fernsehsender gebe. Das sind oft 6 bis 8 Stunden, die ich derzeit aber auch nicht wirklich ausgleiche. Heißt, wenn ich einen Lehrtag habe, überschreite ich die 25-Stunden-Woche regelmäßig. Da ich diese Seminare aber immer nur freitags gebe, gleite ich danach immer in 2 Tage Entspannung. Oder wenn ich streame am Donnerstag, kommt es auch oft vor, dass ich vormittags doch mal mehr als nur 3 Stunden arbeite, weil ich im Flow bin. Aber ich bin trotzdem sehr glücklich darüber, dass ich keine 50 Stunden mehr pro Woche arbeite und dennoch mein Pensum schaffe. Ich habe eine Woche lang ohne Tastaturen gelebt. Tweets waren abfotografiert und ich habe Drehbücher per Hand geschrieben. Das hat meine Handschrift enorm verbessert, aber auch zu sehr viel mehr neuen kreativen Denkprozessen und Ideen geführt. Nicht in dieser extremen Form, aber ich habe immer ein kleines Notizbuch in meiner Tasche für handschriftliche Notizen und ich verfasse alle meine Tagespläne und erste Ideenentwürfe auch per Hand. Der Effekt von handschriftlichem Arbeiten auf kreatives Denken ist nicht zu unterschätzen. Dabei entstehen die tollsten Ideen. Eine davon könnt ihr ab dem 11. Dezember im NDR hören und in der ARD Audiothek. Ich habe ein Hörspiel geschrieben. Link ganz unten. Oh, die Zeit. Mein letztes Experiment war 2 Jahre in der Vorbereitung, bis es endlich geklappt hat. Ich habe versucht, 1 Monat gegen meine innere Uhr zu leben. Basierend auf einer RNA-Analyse habe ich meine perfekten Zeiten zum Schlafen, Aufstehen, Essen, Sport treiben und Arbeiten herausgefunden und es hat mir wirklich weitergeholfen. Ich bin froh, dass ich so lange gewartet habe, bis diese Zusammenarbeit funktioniert hat. Ich halte mich nach wie vor an den korrekten Plan und arbeite nicht mehr gegen meine innere Uhr. Das heißt, meine Aufstehzeit und meine Schlafdauer habe ich angepasst und ich stehe jeden Tag zur selben Zeit auf. Positiven Effekte sind weiter spürbar und ich bin viel bereiter für spontane Herausforderungen wie 1 Monat der Boden ist Lava. Habt ihr euch gewünscht und war Teil eines Gag-Videos, in dem ich eure gesamten absurden Ideen zu visualisieren versucht habe. Alle Videos, die ich in diesem Video besprochen habe, sind in der Videobeschreibung verlinkt. Und dieses Video hier ist vor allem dazu da, um ein kommendes größeres Video zu ermöglichen. Danke und bis bald.